Okay, how many of you like reading the begats? Wie viele von euch lesen gerne die Geschlechtsregister? Nobody likes reading who begat who. Niemand liest das gerne, wer wen gezeugt hat. We like to skip over that. Da gehen wir schnell drüber hinweg. Look at Isaiah 46:10. Und Jesaja 46,10, der ich verkündige zuvor, was hernach kommen soll, und vorlängst, ehe es denn geschieht, und sage, mein Anschlag besteht, und ich tue alles, was mir gefällt. Like I said earlier, here he declared the end from the beginning in the very word in the beginning. Und wie ich schon gesagt habe, ganz am Anfang wird das Ende schon verkündigt in den ersten Worten des Anfangs. Part of the problem when the Bible is translated from the Hebrew into any other language Ein Teil von dem Problem, wenn die Bibel übersetzt wird vom Hebräischen in irgendeine andere Sprache, when it comes to the names, they don't translate, they transliterate. wenn es um die Namen geht, dann kann man die nicht übersetzen, sondern sie werden verändert, sie werden in eine Sprache hineingebracht und deren Bedeutung wird vielleicht übersetzt. And here's a good example in Genesis 5, Und hier ist ein gutes Beispiel in 1. Mose 5, where it lists the 10 generations from Adam to Noah. wo die 10 Generationen aufgelistet sind, von Adam bis Noah. The Hebrew word Adam Dieses hebräische Wort Adam means mankind. bedeutet die Menschheit. Remember when Cain killed Abel? Erinnert euch daran, als Kain den Abel getötet hat, They gave birth to Seth, who was appointed to take Abel's place. dann haben sie Seth bekommen, der auserwählt war, um den Platz des anderen einzunehmen. And in Hebrew, Seth means to be appointed to. Und in Hebräisch heißt aber dieser Name ausgewählt sein, um diesen Platz einzunehmen. So his mom was saying, hey, appointed to, come here. Und was sie dann eigentlich gesagt haben, ist, hey du, der du auserwählt bist, bitte komm hierher. But we miss that. Aber wir verpassen das, wir versäumen das. Seth gave birth to Enosh, Und Seth hat Enosh zur Geburt gebracht, zeugte ihn. which means feeble, frail, mortal. Und das heißt gebrechlich, schwach oder vergänglich. He gave birth to Canaan, Und er hat Kanaan zur Geburt gebracht. which means a fixed dwelling place, like a home compared to a tent. Das heißt ein fester Wohnort im Vergleich ein Haus zu einem Zelt. He gave birth to Mahalalel, Und er hat Mahalalel hervorgebracht. which means literally God who is praised. Und das heißt wirklich Gott, der gepriesen werden soll. He gave birth to Jared, Und der hat Jared hervorgebracht. which means to come down or descend. Und das heißt herunterzukommen oder niederzufahren. Remember the man Enoch that walked with God and disappeared? Und erinnert euch an den Mann Henoch, der mit Gott wandelte und aufgehoben wurde? You know the verse, train up a child in the way you should go? Und ihr kennt diesen Vers, trainiert ein Kind, solange es jung ist, in den Wegen, die es gehen soll? In Hebrew, the word train is Enoch. Und im Hebräischen ist dieses Wort trainieren oder ausbilden Enoch. His name means to train or instruct. Und das heißt, zu instruieren, zu trainieren. He gave birth to Methuselah, the oldest man in the Bible. Und er hatte Methuselah hervorgebracht, den ältesten Mann nach der Bibel. In Hebrew, Methuselah means a man sent forth. Und in Hebräisch bedeutet das ein Mensch, der ausgesandt wird. He gave birth to Lamech. Und der hat Lamech hervorgebracht, Lamech. His name means to be beaten and tortured. Und sein Name bedeutet geschlagen und gequält zu werden. What a name for a kid. Was ist das für ein Name für ein Kind? Must have had a hard pregnancy. Das muss eine schwere Geburt gewesen sein. He gave birth to Noah. Und der hat Noah gezeugt. Noah means to bring rest, a quiet peace. Und Noah bedeutet Frieden zu bringen, eine Ruhe, eine Stille. So when you see these 10 generations in the correct translation, Wenn du diese 10 Generationen anschaust nach der echten Übersetzung, in the exact order of their birth, in der Reihenfolge, in der sie geboren wurden, here in Genesis 5, hier im 1. Mose 5, here's what it says. dann ist das die Bedeutung davon. Mankind Die Menschheit is appointed to hat, ist auserwählt, um feeble, frail mortality, zu einer Schwachheit, zu einer Schwäche, zum Gebrechen, a fixed dwelling place, ein befestigter Wohnort zu sein,
God who is praised comes down Gott, der angebetet wurde, kommt hernieder, to instruct as a man sent forth, zu instruieren oder zu trainieren, so wie ein Mann ausgesandt wird, to be beaten and tortured, bringing rest or quiet peace. geschlagen und gequält zu werden, den Ort der Ruhe und des Friedens zugänglich zu machen, das zu bringen. The whole gospel in Genesis 5. Das ganze Evangelium in diesen Versen von 1. Mose 5. In the begats. So in den Geschlechtsregistern. There's a lot there in the Torah. Und da ist viel vergraben in der Tora. Why would we want to throw it out? Und warum sollten wir das wegwerfen wollen? Let's take a look at Proverbs 25:2. Und wir wollen uns Sprüche 25, Vers 2 anschauen. Go ahead. Es ist Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen, aber der Könige Ehre ist es, eine Sache zu erforschen. So God likes to play hide and seek, Wer mag es spielen, sich zu verstecken und gefunden zu werden? but he also wants people looking for him. So, Gott mag es, aber er möchte auch Leute, die ihn suchen. Now, again, here's your picture of the Hebrew language. Jetzt sind wir wieder bei dieser hebräischen Schrifttafel der Zeichen. I want to point out the sixth letter, the Vav, Und ich möchte den 6. Buchstaben herausnehmen, das Waf. which is a nail, Das steht für Nagel. which means to connect things like a nail does. Da geht es darum, Dinge zu verbinden. Das ist das, was ein Nagel tut. And it's also the number 6. Und es ist auch die Ziffer 6, die Zahl. Like I said, I could talk for an hour about one letter, Und wie ich schon gesagt habe, ich kann wirklich eine Stunde über einen Buchstaben reden. but I'm just going to talk a little bit about this one. Aber ich werde ein bisschen was von diesem erzählen. Here's the Hebrew alphabet with the numerical values. Hier ist das hebräische Alphabet mit den Zahlen dazu als Werte. And you can see the number 6 is the Vav. Und du kannst sehen, dass die Zahl 6 für Waf steht. Now, here, you'll notice the Vav looks like a tent peg. Und hier sieht man, dass dieser Buchstabe Waf auch aussieht wie so ein Hering für Zeltbau. And so, in one sense, consider all of these as the letter Vav. Also stell dir diese ganzen Heringe für einen Zeltbau mal vor als Buchstabe Waf. All right? Did you know a Torah scroll is just like the letter Vav? Hast du gesehen, dass die Tora-Rolle wie ein Buchstabe Waf ist? The word sheet, which is what these are made of, sheets of paper, Dieses Wort Blätter, woraus die Tora besteht, aus Blättern, die aneinandergereiht werden, is the same Hebrew word for the curtains of Moses' tabernacle. ist das gleiche hebräische Wort wie die Vorhänge aus dem Zelt, was Mose gebaut hat, die Zeltstätte, das ist die Stiftshütte. The Hebrew word for the columns, Und das hebräische Wort für this pillar, für die Säulen, für die Stangen, is the same Hebrew word for the columns in a piece of paper. ist das gleiche hebräische Wort für die Säulen, die die Schriften halten. The Torah is patterned after Moses' tabernacle. Die Tora ist aufgebaut wie die Stiftshütte von Mose. Every one of these columns, Jede einzelne von diesen Säulen it just so happens, ist zufällig so. the first word begins with the letter, the first word begins with the letter Vav connecting each column. Da fängt der erste Buchstabe von dem Wort ist Waf an und das ist eine Verbindung von jeder einzelnen Säule. Just like in Moses' tabernacle, one column connected to another by a Vav. So wie das in der Stiftshütte auch ist, dass eine Säule mit der nächsten verbunden wurde durch dieses Waf. A Torah scroll is made up of words, and every word begins with the letter Vav in each column, connecting one column to the next. So ist es mit den Säulen in der Tora auch, dass jeder Absatz wieder mit einem Waf anfängt und die Worte dazwischen davon zusammengehalten werden. Except for maybe 4 exceptions, but there's prophetic reasons why. Da gibt es 4 Ausnahmen dazu, aber da gibt es auch prophetische Begründungen dazu. Here is the very center of the Hebrew Bible. It's in Leviticus. Hier haben wir das Zentrum der hebräischen Bibel, das ist im 3. Mose, The Torah. der Tora. And the very middle letter of the Torah is a Vav.
Und der mittlerste Buchstabe in diesem Ganzen ist wieder das Waf. Connecting the